Ja, servus beieinander. Ich bin der Hans, hier bin ich der Horn. Ein ehemaliges Badehaus. Bitte kommt's doch mal rein. Ja, wir stehen hier mitten im ehemaligen Pool. Jetzt ist es mein Wohnbereich. Ich kannte die Besitzer, habe es von außen immer wieder mal angeschaut, habe dann insgeheim schon mir einen Plan gemacht. Da ist das und da kommt das hin und dann einfach zugeschlagen. Ich wollte den Bereich da unten, den Poolbereich, noch weiter nützen mit der entsprechenden Höhe. So entstand dieses Plateau. Natürlich mit Massivholzplatten. Wenn man da oben barfuß umeinander läuft, das ist sehr angenehm. Es ist ein angenehmes Wohngefühl. Kam auch nicht in Frage, dass ich hier einzelne Zimmer baue mit Abtrennung von Mauern, sondern ich wollte es einfach offen lassen. Kommt's mal nach. Meine Leidenschaft waren schon immer alte Möbel aber aus Massivholz. Mein kleines Büro, wenn man es so nennen darf. Ab und zu sitzt man eben davor und hat verschiedene Dinge zu machen. Auch dieses Teil ist eine Schenkung von einer Nachbarin, die weggezogen ist. Da habe ich natürlich gleich zugeschlagen und gefällt mir. Oder so alte Telefone, die alle noch funktionieren. Mein Lieblingsfahrrad. Ich wollte es nicht nur in der Garage stehen lassen, sondern ich wollte es hier haben. Also es sind nicht die Original-Radschuhe. Was ich mir auch schon überlegt habe, dass ich mit dieser Art den Strom produziere. Ja, nach diesem Bürobereich oder Großraumbüro kommt der Schlafbereich. Du sitzt mehr oder weniger fast auf der Terrasse. Also so fühlt sich das für mich an und finde ich prima. Ich habe zwar Vorhänge, die eigentlich immer auf sind. Auch nachts zum Schlafen ist alles offen. Also, die sind noch von damals da. Die gefallen mir immer noch, insbesondere wenn die Sonne drauf scheint. Dann macht es ein wirklich angenehmes, warmes Bild. Mein Freizeitbereich, den zeige ich euch jetzt. Also kein Hochbeet, sondern ein Tiefbeet. Bisschen Sport machen, hier geht es meistens los mit Bauch. Dann kommen die Füße dran, ist immer ganz wichtig für mich, Wade, Oberschenkel, dass das einigermaßen läuft. Hier dann auch ab und zu mal Hände oder eben auch mal Freizeit kickern. Können wir heute noch ein Spiel machen. Die Decke, die war schon da und freut mich auch, dass es eine massive Decke ist. Alles, was massiv war, ist hier geblieben. Hier sind wir jetzt dann am Eingang vom Pool, der eigentlich immer noch so vorhanden ist, wie er damals war, mit dem Einstiegsgeländer. Habe auch dieses Plateau ausgeführt mit einer kleinen Klappe, die man hochklappen kann und dann geht's rein ins Badevergnügen. Ja, wir stehen jetzt im sogenannten Pool, ehemaligen Pool. Ich wollte diesen Raum nicht abdichten, sondern wollten erhalten, habe dieses erhöhte Plateau aufgebaut und auch als Stauraum, als Ablageraum nutzen. Ihr seht es ja ringsrum, viele Bilder, die meisten stammen von meinem Onkel. Ansonsten steht hier eine kleine Modelleisenbahn.
Also mein Enkel Noah, der ab und zu eben auch hier in meinem Haus ist, der freut sich immer sehr. Hier hinten habe ich einen Zeichentisch platziert. Wie angedeutet, war schon immer in früheren Zeiten mein Arbeitsplatz. Ich habe natürlich auch einen Plan von diesem Projekt, von meinem Haus. Gebaut wurde es 1970, auch die Möbel sind in der Richtung oder teilweise auch älter. Den Plan habe ich dann 2000 rum erstellt, also ich bin jetzt 20 Jahre hier. 4 Meter mal 7 Meter sind 28 Quadratmeter Fläche ungefähr. Die gelben Stühle, die kommen noch von der Badezeit, die waren noch da für Entspannungstherapie. Also theoretisch war mein Gedanke ganz am Anfang, ja, vielleicht kannst du ihn doch mal weiterhin nutzen. Das war aber nur kurzzeitig. Theoretisch kann ich den Hahn noch aufmachen, es ist noch alles möglich. Links und rechts sind auch noch mal 2 Düsen für eine sogenannte Gegenstromanlage. Der Abfluss war auf dieser Seite. Ansonsten ein Ausstieg, Sprungbrett, war leider keins da. Jetzt kann ich euch noch meinen Wohnbereich zeigen. Küche mit Wohnbereich, da gehen wir jetzt mal hoch. Hier auch wieder alles vollgestellt, viel zu viel. Riesentisch, haben alle meine Söhne Platz mit Familien. Gerade noch. Damals habe ich, nachdem hier alles offen war, so eine Vorhangstange mir eingebaut mit Vorhängen, um in diesem Bereich 2-3 Grad wärmer zu haben. Dazu hilft mir dann auch dieser sogenannte Schwedenofen, Holzofen. Mein Plan ist es auch immer, gerade bei so einem sonnigen Wetter, auch im Winter, kommt häufig vor, dass ich meine normale Heizung ausschalte, weil diese Fensterfront heizt mir diesen Raum insgesamt auf 17, 18 Grad auf bis Mittag. Dann kommt dieser Holzofen in Funktion und ich komme über die Runden. Ja, bleibt uns noch die Küche übrig. Habe alles da, fast alles an Geräten, aber in Benutzung sehr wenig. Bin nicht der Koch, aber habe hier auch wieder alles platziert mit massiven Holzsachen. Ich zeige euch jetzt nochmal den Waschbereich oder Badebereich mit Sauna, der noch von damals da ist, den ich auch nicht geändert habe. Hier, das war zu. Der Eingang war vom Poolhaus entsprechend. Da musste ich öffnen. Habe hier dann diesen Eingang in den Badebereich geschlossen mit Regale. Sauna funktioniert, wird aber sehr wenig genutzt. Und nicht zu vergessen, ich wollte hier mal ein Bad nehmen, aber es war keine Badewanne da. Es war ein großer Pool, aber keine Badewanne. Und dann habe ich mir danach diese Badewanne besorgt und mir eingebaut. Also ich kann sie. Die Dinger, die sind alle zum Wegnehmen. Und hier ist dann mein Badebereich. Jetzt nur als Ablage für Teppiche. Dieser Duschbereich war auch. Dieses Fußbecken war auch da. Neu kam dann der Bereich da oben dazu und dieses Regal. Und hier kann ich eben die Wasserversorgung mit der Kupplung und Wasser läuft in der Badewanne. Also Warmwasser habe ich, wenn die Heizung läuft. Die ist aber sehr oft aus. Meistens ist mein Duschwasser kalt. Geht auch. Also es fehlt uns noch ein Raum. Klo, das zeige ich euch jetzt nochmal. Mir gefallen auch die Fliesen, auch wenn sie aus den 70er Jahren kommen. Ich wollte auch diesen Charme
Auch wenn es ein kleines Zimmer ist, wenn es ein Klo ist, beibehalten, wie es ist. Gefällt mir. Jetzt nehme ich euch noch mit in den Gartenbereich. Terrasse auch noch 70er Jahre. Ich habe die Platten, diese Waschbetonplatten alle gelassen. Habe dann auch die Töpfe, die dazu passen, die habe ich mir alle besorgt wieder, auch in diesem Ton. Ja, wir haben jetzt dieses Badehaus gesehen, das umgebaut wurde als Wohnhaus, als Ort, wo ich mich wirklich wohlfühle und den ich eigentlich auch nicht mehr verlassen möchte. Mich hat es sehr gefreut, dass ihr bei mir zu Besuch wart. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt hier oder klickt da oder macht ein Abo. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Servus.